Auf dem Höhepunkt ihrer Macht befehligten berüchtigte karibische Piraten wie Blackbeard und Henry Morgan bis zu 10 Schiffe und mehrere hundert Männer. Doch ihre Geschichten verblassen im Vergleich zur erfolgreichsten Piratin aller Zeiten. Madame Zhang befehligte 1800 Schiffe, machte sich mehrere Reiche zum Feind und wurde trotzdem alt. Madame Zhang begann ihr Leben als Bürgerliche, die auf einem schwimmenden Bordell oder Blumenboot in der Hafenstadt Guangzhou arbeitete. Im Jahr 1801 erregte sie die Aufmerksamkeit des Piratenkapitäns Zhang Yi und die beiden heirateten bald. Die Fischer von Guangzhou hatten lange Zeit Piraterie betrieben, um ihr karges Einkommen in der Nebensaison aufzubessern. Doch ein erfolgreicher Bauernaufstand im benachbarten Vietnam Ende des 18. Jahrhunderts hatte die Lage verschärft. Die Tai Son-Rebellen hatten ihr Land geeint und fanden sich nun einer chinesischen Invasion und Seeschlachten mit den vietnamesischen Herrschern gegenüber, die sie gestürzt hatten. Sie beauftragten die Piraten von Guangzhou, sich dem Kampf gegen ihre Feinde anzuschließen. Im Dienste ihrer vietnamesischen Gönner verwandelten sich die Zhangs und andere Piraten von Banden an Bord einzelner Schiffe in professionelle Freibeuterflotten mit Dutzenden von Schiffen. Im Jahr 1802 wurden die Tai Son gestürzt und die Piraten verloren ihren sicheren Hafen in Vietnam. Anstatt sich zu zerstreuen, begegneten die Zhangs der Krise, indem sie die kantonesischen Piratengruppen zu einer beeindruckenden Allianz zusammenschlossen. Auf ihrem Höhepunkt umfasste die Konföderation 70.000 Seeleute mit 800 großen Junken und fast 1.000 kleineren Schiffen. Diese waren in 6 Flotten organisiert, gekennzeichnet durch verschiedenfarbige Flaggen. Die Zhangs waren anders als andere historisch bekannte Freibeuter, wie Henry Morgan oder Barbarossa, die im Auftrag verschiedener Seemächte handelten. Stattdessen waren die Zhangs nun echte Geächtete, die ohne Genehmigung einer Regierung operierten. Zhang Yi fand 1807 ein vorzeitiges Ende, aber seine Witwe zögerte nicht, ihre Gewinne zu sichern. Durch geschickte Diplomatie übernahm Madame Zhang die Leitung der Konföderation und überzeugte die Kapitäne davon, dass weitere Zusammenarbeit in ihrem Interesse lag. Sie ernannte Zhang Bao, den Schützling ihres verstorbenen Mannes, zum Kommandeur ihres mächtigsten Geschwaders, der Flotte der Roten Flagge. Zhang wurde nicht nur ihre rechte Hand, sondern auch ihr Geliebter und ihr neuer Ehemann. Madame Zhang festigte ihre Macht durch strenge militärische Disziplin in Verbindung mit einem erstaunlich fortschrittlichen Gesetzeskodex. Weibliche Gefangene waren theoretisch vor sexuellen Übergriffen geschützt und während Piraten sie heiraten konnten, wurde auf Misshandlung oder Untreue ihnen gegenüber die Todesstrafe verhängt. Unter der Führung von Madame Zhang bauten die Piraten ihre Macht aus und verfügten in der Flotte der Roten Flagge über 200 Kanonen und 1300 Geschütze. Innerhalb weniger Jahre zerstörten sie 63 und 135 Militärschiffe der Provinz Guangdong und zwangen ihre Befehlshaber, mehr als 30 private Junken anzuheuern. Madame Zhang war so gefürchtet, dass die chinesischen Befehlshaber die meiste Zeit an Land verbrachten und ihre eigenen Schiffe sabotierten, um einen Kampf auf See zu vermeiden. Unaufhaltbar waren die Piraten in der Lage, erfolgreiche, brutale Überfälle auf Garnisonen, Dörfer und Märkte an der gesamten Küste durchzuführen. Mit ihrem Verwaltungstalent richtete Madame Zhang in Städten und Dörfern Finanzbüros ein, die es ermöglichten, regelmäßige Schutzgelder zu Land und zu Wasser zu kassieren. So entstand ein Staat im Staat, dessen Einfluss weit über das südchinesische Meer hinausreichte. Madame Zhangs Verband trieb 5 amerikanische Schoner in einen sicheren Hafen in der Nähe von Macau, kapperte eine portugiesische Brig und blockierte eine Mission aus Thailand. Das alles an einem einzigen Tag. Doch der größte Erfolg von ihr bestand darin, dass sie wusste, wann sie aufgeben musste. 1810 schwächten die Spannungen zwischen den Flotten der Roten und der Schwarzen Flagge die Konföderation von innen und machten sie anfälliger für Angriffe von außen. Als die chinesische Regierung, versuchend die Überfälle zu stoppen, eine Amnestie im Austausch gegen die Kapitulation der Piraten anbot, stimmten Madame Zhang und Zhang Bao zu ihren eigenen Bedingungen. Ihre Konföderation wurde im April 1810 friedlich aufgelöst, während Zhang Bao 120 Junken behalten durfte und Offizier der chinesischen Marine wurde. Nun gegen Piraten kämpfend, stieg Zhang Bao schnell im Militär auf und Madame Zhang genoss Privilegien, die der Status ihres Mannes mit sich brachte. Nach dessen Tod im Jahr 1822 kehrte Madame Zhang mit ihrem 11-jährigen Sohn nach Guangzhou zurück, wo sie ein Spielcasino eröffnete und von den Einnahmen lebte. Sie starb im Alter von 69 Jahren, ein friedliches Ende für ein Piratenleben.
Handel und Transport hatten einen großen Einfluss auf die Welt. Schauen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Seidenstraße zu erfahren. Ein über 6000 Kilometer langes Netzwerk aus verschiedenen Routen, das die Kontinente durch Handel miteinander verband.